Wer kennt das nicht? Man schließt die Augen kurz nach Mitternacht und bevor man sich versieht, klingelt der Wecker um 4 Uhr morgens. Und trotzdem fühlt man sich, als hätte man soeben 10 Tage lang einen Hochgebirgsmarathon absolviert. Erschöpft bis auf die Knochen, schwerfällig, kaum ansprechbar. Dabei klingt die Vorstellung verlockend, nach wenigen Stunden Schlaf hellwach und erholt aufzustehen, wie nach einem langen Meditationsaufenthalt in einem abgelegenen Bergkloster. Utopisch? Vielleicht. Aber die Wissenschaft erzählt eine andere Geschichte. Denn mit dem richtigen Verständnis der eigenen Schlafbiologie, einem präzisen Timing und einigen gezielten Methoden lässt sich die nächtliche Erholung so optimieren, dass man deutlich weniger Zeit benötigt und dabei deutlich besser schläft. Es geht nicht darum, sich den Schlaf zu stehlen, es geht darum, ihn zu meistern. Die meisten Menschen gehen mit Schlaf so um wie mit einem Smartphone-Akku. Je länger das Gerät am Ladekabel hängt, desto voller der Akku. Mehr Stunden im Bett gleich mehr Erholung. Das klingt logisch. Biologisch ist es jedoch eine gefährliche Vereinfachung. Fast jeder hat schon Nächte erlebt, in denen man 9 oder sogar 10 Stunden geschlafen hat und trotzdem benebelt und bleiern aufgewacht ist, als hätte man die Nacht auf einer Parkbank verbracht. Der Grund dafür liegt nicht in der Schlafdauer. Er liegt in der Schlafstruktur. Denn nicht jede Schlafstunde ist gleich viel wert. Der entscheidende Faktor ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Genauer gesagt, die Architektur des Schlafs. Der menschliche Schlaf gliedert sich in mehrere Phasen, die sich im Verlauf einer Nacht immer wieder wiederholen. In den ersten beiden Phasen sinkt das Bewusstsein langsam ab. Der Körper beginnt sich zu entspannen, die Herzfrequenz verlangsamt sich. In den darauffolgenden Tiefschlafphasen, den Phasen 3 und 4, wird der Körper in gewissem Sinne neu aufgebaut. Zellen regenerieren sich, Hormone werden ausgeschüttet, das Immunsystem wird gestärkt. Dieser Teil des Schlafs ist körperlich betrachtet der wertvollste. Die 5. Phase schließlich, der sogenannte REM-Schlaf, benannt nach den schnellen Augenbewegungen, die dabei auftreten, ist die Phase der Träume, der Gedächtnisverarbeitung und der emotionalen Konsolidierung. Das Gehirn sortiert hier die Eindrücke des Tages, verknüpft neue Informationen mit bestehenden Wissensstrukturen und verarbeitet emotionale Erlebnisse. Ein vollständiger Durchlauf dieser Phasen dauert im Durchschnitt etwa 90 Minuten. Danach beginnt der Zyklus von vorne. Wer mitten im Tiefschlaf geweckt wird, beispielsweise durch einen Wecker, der keine Rücksicht auf die aktuelle Schlafphase nimmt, erlebt das berüchtigte Gefühl der Schlaftrunkenheit. Schwindel, Desorientierung, ein dumpfes Verlangen nach Kohlenhydraten und am liebsten sofort wieder ins Bett zu kriechen. Wer hingegen am Ende eines vollständigen Zyklus aufwacht, erlebt das Gegenteil, einen überraschend klaren Kopf, obwohl die Schlafdauer womöglich kürzer war als gewohnt. Daraus ergibt sich ein konkreter Ansatz für jene, die effizienter schlafen wollen. Statt 8 unstrukturierte Stunden ins Bett zu investieren, können 3 vollständige Schlafzyklen, also etwa 4,5 Stunden, unter optimalen Bedingungen eine bemerkenswert hohe Erholungsqualität liefern. Der Schlüssel liegt im Wort optimal. Denn was in dieser reduzierten Schlafdauer passiert, muss von höchster Qualität sein. Jede Minute zählt. Wie lässt sich die Schlafqualität steigern? Zunächst durch die Umgebung. Das Schlafzimmer sollte so dunkel sein wie möglich. Ein vollständig abgedunkelter Raum ist kein Luxus, sondern eine biologische Notwendigkeit. Licht signalisiert dem Körper Wachheit, selbst wenn die Augen geschlossen sind. Die Temperatur spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Zwischen 16 und 19 Grad Celsius liegt der optimale Bereich für tiefen, erholsamen Schlaf. Ein zu warmes Zimmer verhindert das Absinken der Körperkerntemperatur, die für den Eintritt in den Tiefschlaf zwingend notwendig ist. Störende Geräusche lassen sich durch weißes Rauschen oder Ohrstöpsel neutralisieren. Ein weiterer zentraler Faktor ist das Licht, genauer gesagt das blaue Licht, das von Bildschirmen aller Art ausgestrahlt wird. Smartphones, Tablets, Laptops, Fernseher.
Alle diese Geräte emittieren ein Lichtspektrum, das dem Tageslicht ähnelt und dem Gehirn signalisiert, dass es noch nicht Zeit zum Schlafen ist. Die Folge ist eine stark verminderte Produktion von Melatonin, jenem Hormon, das den Körper auf Schlaf vorbereitet und dafür sorgt, dass man müde wird. Wer 1 bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen auf Bildschirme verzichtet, gibt dem Körper die Möglichkeit, diesen Prozess ungestört ablaufen zu lassen. Wer das nicht schafft, kann auf Blaulichtfilterbrillen oder die Nachtmodi der jeweiligen Geräte zurückgreifen, wenngleich der vollständige Verzicht die wirksamere Methode bleibt. Auf biochemischer Ebene gibt es einige natürliche Substanzen, die den Übergang in den Schlaf erleichtern und die Schlaftiefe verbessern können. Magnesiumglycinat ist eine davon. Es entspannt die Muskulatur, beruhigt das Nervensystem und fördert einen ruhigeren, tieferen Schlaf. L-Theanin, eine Aminosäure, die natürlicherweise in grünem Tee vorkommt, reduziert mentale Anspannung und Angstgefühle, ohne sedierend zu wirken. Diese Verbindungen greifen nicht künstlich in den Schlafprozess ein, sondern unterstützen das, was der Körper ohnehin tun möchte. Mindestens genauso wichtig wie diese konkreten Maßnahmen ist die Etablierung eines konsistenten Schlafrituales. Das Gehirn liebt Vorhersehbarkeit. Wer jeden Abend zur gleichen Uhrzeit die gleiche Abfolge von Handlungen durchführt, sei es eine kurze Meditationsübung, das Lesen einiger Seiten, das Schreiben in ein Tagebuch oder das Anhören ruhiger Klänge, trainiert das Gehirn darauf, diese Signale als Einleitung des Schlafprozesses zu interpretieren. So wie das morgendliche Zähneputzen ein automatisches Signal für den Beginn des Tages ist, kann ein Abendritual ein ebenso automatisches Signal für das Ende des Tages werden. Der Körper beginnt, sich bereits vor dem Hinlegen auf den Schlaf vorzubereiten. An dieser Stelle lohnt es sich, mit einigen hartnäckigen Mythen rund um den Schlaf aufzuräumen. Der wohl verbreitetste Irrglaube lautet, wer weniger als 8 Stunden schläft, schadet seiner Gesundheit unweigerlich. Diese pauschale Aussage ist wissenschaftlich nicht haltbar. Der Schlafbedarf variiert erheblich von Mensch zu Mensch, genetisch bedingt, durch Lebensstil, Aktivitätsniveau und Alter beeinflusst. Spitzensportler und Hochleistungsmanager berichten regelmäßig davon, mit deutlich weniger als 8 Stunden auszukommen und dabei optimal zu funktionieren. Vorausgesetzt, die Qualität des Schlafs stimmt. Schlafeffizienz ist das entscheidende Maß, nicht Schlafdauer. Ein weiterer Mythos betrifft das Nickerchen am Tag, das in vielen Kulturen noch immer als Zeichen von Trägheit gilt. Tatsächlich sind kurze Ruhepausen von 20 bis 30 Minuten, sogenannte Powernaps, wissenschaftlich gut untersucht und zeigen beeindruckende Auswirkungen auf Konzentration, Gedächtnisleistung und allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit. Sie wirken wie ein mentaler Neustart, nachdem das Gehirn wieder frisch und aufnahmefähig ist. Selbst die NASA hat entsprechende Untersuchungen durchgeführt und kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Kurze Nickerchen verbessern die Leistungsfähigkeit von Piloten und Astronauten nachweislich. Und dann ist da noch der vermeintliche Chronotyp, die Überzeugung, eine unveränderliche Nachteule zu sein, die schlicht nicht in der Lage ist, früh ins Bett zu gehen oder früh aufzustehen. Die Realität ist weniger fatalistisch. Der zirkadiane Rhythmus, die innere biologische Uhr, ist zwar genetisch beeinflusst, aber keineswegs unveränderlich. Durch gezielte Lichtexposition zu bestimmten Tageszeiten, durch konsequente Schlaf- und Aufwachzeiten sowie durch bewusstes Timing der Mahlzeiten lässt sich dieser Rhythmus graduell verschieben. Wer Ausdauer mitbringt, kann seinen Schlaf-Wach-Rhythmus tatsächlich umprogrammieren. Eine der faszinierendsten Methoden zur schnellen Schlafinitiierung stammt aus militärischen Kreisen. Das US-amerikanische Militär entwickelte eine Technik, die Soldaten in der Lage versetzen soll, unter widrigsten Bedingungen innerhalb von 2 Minuten einzuschlafen, selbst im Sitzen, selbst bei Lärm. Das Prinzip folgt einer klaren Abfolge. Zunächst werden Gesicht, Kiefer, Zunge und die Augenmuskeln bewusst entspannt. Dann sinken Schultern und Arme schwer nach unten.
Anschließend wird vollständig ausgeatmet, der Brustkorb gibt nach. Die Entspannung wandert die Beine hinab bis in die Füße. Abschließend wird der Geist durch eine ruhige, passive Vorstellung beruhigt. Etwa das Bild eines stillen Sees, auf dem man in einem kleinen Boot treibt, umgeben von absoluter Stille. Wer aktive Gedanken bemerkt, lässt sie ziehen, ohne sie zu verfolgen. Berichte zufolge funktioniert diese Methode nach entsprechendem Training in über 90% der Fälle innerhalb von 2 Minuten. Was häufig übersehen wird: Schlafprobleme sind nicht immer körperlicher Natur. Oft ist es der Geist, der sich weigert abzuschalten, überreizt von einem Tag voller Reizüberflutung, sozialer Vergleiche, digitaler Dauerbeschäftigung und ungeklärter Gedanken. Der Körper liegt im Bett, aber das Gehirn läuft noch auf Hochtouren. Wer Schlaf als mentale Regeneration begreift, nicht als passives Nichtstun, sondern als aktiven Prozess der inneren Erneuerung, verändert die eigene Beziehung zu ihm grundlegend. Und mit dieser veränderten Perspektive verbessert sich oft schon die Schlafqualität, noch bevor irgendeine andere Maßnahme greift. Denn guter Schlaf ist kein Selbstzweck. Er ist die Grundlage für alles andere. Für klarere Entscheidungen, für eine stabilere Stimmung, für bessere körperliche Leistungsfähigkeit, für ein wacheres und präsenteres Dasein im eigenen Leben. Wer den Abend bewusst gestaltet, gewinnt den Morgen. Wer den Schlaf intelligent strukturiert, braucht nicht unbedingt mehr davon, sondern besseren. Und vielleicht ist genau das der eigentliche Kern. Nicht die Schlaftechnik, nicht das Ritual, nicht die 90 Minuten, sondern die Frage, warum man überhaupt so erschöpft ist. Denn wer jeden Morgen aufwacht und das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht stimmt, nicht körperlich, sondern tiefer, der schläft vielleicht nicht schlecht. Der hat vielleicht einfach irgendwann aufgehört zu spüren, wofür er eigentlich aufwacht. Im verlinkten Video erfährst du, was wirklich passiert, wenn man jahrelang ein Leben lebt, das sich richtig anfühlen sollte, aber es nicht tut. Und warum das so viel mehr mit dem Gehirn zu tun hat als mit Schlaf.